Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flyth Universe Video. Heute geht es darum, wo man als Elementor am besten leveln sollte, also gute Level-Spots für Elementoren, die Level-Route als Elementor, angefangen vom Magier schon, und außerdem auch, welche Elemente als Elementor besonders bevorzugt sein sollten bei der Wahl eurer Gegner. Also quasi bei welchen Elementmonstern oder Monstern vom Typ Element XY ihr am besten leveln solltet, wo ihr halt eine bessere Killtime habt, verglichen mit anderen Monstern von anderen Elementtypen. Und ja, zuerst gucken wir uns jetzt mal an, welche Elementartypen wir als Elementoren bevorzugen. Wobei ich hier dazu sagen muss, das hier ist jetzt natürlich auch stark geprägt von meiner persönlichen Spielweise und Meinung. Also es deckt sich jetzt quasi auch mit meinem Elementor-Guide oder mit meinem Elementor-Skill-Rotation und so weiter. Also wenn jemand anders spielt, dann wird es für ihn wahrscheinlich auch ein anderes Ranking ergeben. Einfach aufgrund der Skills, die er wahrscheinlich einsetzt. Und natürlich spielt auch ja auch eine Rolle Face Tank oder Hit and Run. Meiner Meinung nach ist halt Hit and Run Elementor vor allem im Early- und Mid-Game extrem stark, wo man eigentlich keinen wirklichen Grund hat, jemals Face Tank zu spielen, weil man damit auch gar nicht mal schneller leveln würde. Von dem her reden wir jetzt halt über meine Spielweise, meinen Hit and Run Elementor und entsprechend mein persönliches Ranking. Wie gesagt, andere Leute könnten davon durchaus abweichen, je nach benutzten Skills. Also, welches Element ist das, wo wir am liebsten leveln? Das ist ganz einfach Feuer. Ich finde, das ist auch der Punkt, den man am wenigsten diskutieren kann, weil Poison Cloud ist wirklich einer der stärksten Skills von Elementor. Probably der stärkste Skill zum Leveln, weil einfach eine Skillbenutzung so unfassbar viel Schaden macht. Man kann Monster literally damit one-shotten, wenn sie Feuer sind vor allem. Und ja, der Damage ist einfach nur absurd. Dafür, dass man, wie gesagt, nur einmal einen Skill benutzt und dann kann man die restliche Zeit einfach rumlaufen, weitere Monster sammeln und sonst was machen. Also nur eine Taste drücken und der Damage ist einfach nur abartig und wird halt natürlich dadurch verstärkt, dass die Monster Feuer sind, weil Wasser auf Feuer sehr effektiv ist. Außerdem wird noch der Schaden von Blizzard bzw. Avalanche erhöht. Avalanche bzw. Blizzard auch ein extrem starker Skill, einer von den 70er-75er Skills, die sehr viel Schaden machen, dafür einen sehr hohen Cooldown haben. Und zusätzlich noch eine 80% Chance auf Stun. Und ja, damit kann man schon sagen, ist Feuer hier einfach das Element Nummer 1, bei dem wir auf jeden Fall leveln wollen. Der Rest der Liste ist dann, wie gesagt, das, wo wirklich stark abhängig davon ist, wie man spielt. Ich habe jetzt tatsächlich auf Platz 2 Wind, also Monster-Element Wind quasi. Warum? Poison Cloud ist hier neutral. Aber nach Poison Cloud, meine zweitliebste Kombination von Skills, ist Burning Field plus Avalanche bzw. Blizzard. Habe ich auch in meiner Skill-Rotation, habe ich auch in meinen Elementoren-Guides und so weiter drinnen. Ist nach Poison Cloud, wie gesagt, das zweitbeste, wenn es jetzt wirklich um Damage pro Skill-Benutzung geht. Du machst einmal Burning Field und klatscht dann in Stun rein. Geht auch umgekehrt, ist egal, macht keinen gewaltigen Unterschied, sagen wir es mal so. Und die Monster sind dann gestunt im Burning Field und kriegen dann normalerweise mindestens 4-mal Damage over Time zusätzlich von Burning Field. Das heißt, man macht zum Beispiel Poison Cloud tickt runter, dann macht man Burning Field, stunt die Monster im Burning Field und dann hast du einmal den Initial Damage von Poison Cloud, Initial Damage von Avalanche, Damage over Time von Poison Cloud und natürlich den Damage over Time von Burning Field und hast damit einfach mit 3 Skills so unfassbar viel Schaden, dass du normalerweise jede AOE einfach komplett ausrottest. Und bei Windmonstern, wie gesagt, ist halt Poison Cloud natürlich leider nur neutral, aber Burning Field ist sehr effektiv. Blizzard ebenfalls neutral. Und zusätzlich hat man ja noch den weiteren Feuerskill Meteor Shower, den man hier auch durchaus als Finisher benutzen kann. Also meistens benutzt man die 70er Skills ja wegen der erhöhten Range eher zum Pullen. Aber hier kann man den dann tatsächlich auch als Finisher benutzen, weil er hier natürlich erhöhten Schaden gegen die Windmonster hat. Und deswegen ist meiner Meinung nach Wind das zweitliebste nach Feuer, bei dem man als als Elementor vom Elementtypen her levelt. Ja, dann Erde, da ist halt Poison Cloud wieder neutral. Da ist jetzt aber so, da haben wir jetzt keinen 70er-Skill, der hier wirklich relevant ist und auch keinen anderen AOE-Skill, außer Windfield. Ich persönlich bin jetzt kein großer Fan von Windfield, vor allem nicht, wenn man spammt. Also ich finde, man kann Windfield in verschiedenen Situationen durchaus sinnvoll einsetzen, ausnutzen, wie auch immer. Und zwar zum Beispiel, wenn man einfach noch nicht genug Schaden macht, um die Monster nur mit Damage over Time zu killen oder nur mit wenigen Skills. Ja, zum Beispiel, wenn man keine Power-Ups hat und im Gebiet Astria oder höher ist, also wo die Monster wirklich sehr viel HP haben. Und wenn man halt kein sehr gutes Equipment hat,
wo Poison Cloud halt unter Umständen einfach nicht reichen wird, um genug Schaden zu machen, um alle Monster zu töten, bevor sie weglaufen. Dann kann man hier Windfield wirklich auch sinnvoll einsetzen. Aber ich bin jetzt kein Fan davon, wenn man immer Windfield spammt. Also egal zu welcher Situation, man macht einfach die ganze Zeit Windfield. Das ist nicht sehr effizient, das ist nicht sehr effektiv. Und damit wird man zwangsläufig langsamer leveln als auf andere Art und Weise. Deswegen für mich Platz 3, also ist eigentlich komplett neutral. Dann Wasser ist mehr oder weniger das gleiche, eigentlich sogar schlechter, weil es gibt kein spammable Blitz-Skill oder Electric-Skill, was so viel bedeutet, wir haben neutrales Poison Cloud, Burning Field ist sogar abgeschwächt, also wie gesagt, der zweitliebste Skill hier ist sogar abgeschwächt, habe ich jetzt hier gar nicht mehr dazu geschrieben. Und der einzige Skill, der verstärkt ist Lightning Storm. Hier haben wir den Schaden erhöht, aber Lightning Storm ist auch einer von den 70er-75er Skills, also aus dieser Skillgruppe, und macht hier entsprechend zwar mehr Schaden, hat aber einen langen Cooldown, das heißt, wir können ihn maximal als Finisher einsetzen, einmal pro AOE sozusagen oder einmal pro größeren Pull und auch entsprechend hier jetzt nicht wirklich einen enormen Vorteil. Also eigentlich haben wir hier fast nur Nachteile bzw. neutrale Felder und ja, Lightning Storm reicht nicht, um das auszugleichen. Und am schlechtesten meiner Meinung nach sind dann Blitzmonster, weil Damage von Poison Cloud ist hier verringert logischerweise. Wasser auf Blitz ist natürlich schlecht, dadurch wird unser Wasserskill schwächer. Avalanche bzw. Blizzard ist natürlich auch reduziert, keine Frage. Und das Einzige, was wir hier wirklich als Vorteil haben bei Electric, ist halt Earthquake und zugegebenermaßen Sandstorm, sind schadenstechnisch erhöht. Earthquake ist natürlich ein spammable Skill, also den kann man die ganze Zeit drauf spammen ohne Cooldown, was natürlich grundsätzlich ganz gut ist, aber wenn unser stärkster Skill Poison Cloud schwächer ist, weniger Schaden macht, dann ist das grundsätzlich einfach extrem negativ. Das wollen wir nicht. Und das heißt, ja, man kann sich schönreden mit Earthquake und mit Sandstorm, aber grundsätzlich ist das natürlich hier nicht so gut für uns und deswegen wollen wir bei Blitzmonstern eher nicht so lange bleiben oder gar nicht leveln. So, und dann kommen wir noch zur Levelroute. Die ist jetzt nicht ganz vollständig, sage ich mal, beziehungsweise es ist halt einfach so, naja, ich wollte jetzt nicht jedes Monster auflisten, zu dem ihr wahrscheinlich mal gehen werdet, sondern jetzt eher so die Empfehlungen, welche Spots auf jeden Fall gut für einen Hit-and-Run-Elementor sind. Ich fange auch direkt ganz am Anfang an mit dem Magician in Saint Morning. Also ich empfehle euch auf jeden Fall mit Hot Air Hit-and-Run zu leveln als Magier. Ist so ein Spielstil, den, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn erfunden habe, aber ich habe ihn auf jeden Fall, denke ich mal, ja, bekannt gemacht. Und, genau, das ist einfach relativ simpel. Ich habe auch Videos zu, könnt ihr einfach auf YouTube gucken. Funktioniert letztendlich wie der Hit-and-Run Elementor, lediglich halt 1v1, weil Hot Air natürlich ein 1v1-Skill ist. Magician hat leider keine AOE-Skills. Und ihr greift ein Monster an, Hot Air, Damage over Time tickt runter. Monster sollten halt vom Typ Wind sein, damit Feuerskills verstärkt sind und es möglichst reicht für einen One-Shot. Funktioniert vor allem dann sehr gut, wenn man Link Attack und gegebenenfalls noch mindestens ein Power-Up hat. Meistens reicht Link Attack tatsächlich, wenn man 40% mehr Damage durch Link Attack hat. Kann aber sein, dass es hier und da mal erst mit einem Low Upcut Stone oder Upcut Stone tatsächlich für den kompletten One-Shot reicht. Two-Shots sind auch möglich, das aber erfordert deutlich mehr ja, Aufwand, ist ein bisschen mühseliger und lohnt sich nicht mehr so stark. Also man sollte schon gucken, dass es wirklich One-Shots sind, sonst lohnt sich das Ganze nicht ganz so sehr. Genau, und damit fangen wir an bei Hobos. Das sind so die ersten Monster, wo man das wirklich praktizieren kann. Die allerersten wären theoretisch Mia hier schon mit Wind. Allerdings sind die halt Level 24. Hot Air oder Flame Gaze auf Englisch ist ein Skill für Level 25. Das heißt, mit Level 25 bei Level 24 Monstern leveln, nein, das machen wir nicht. Und entsprechend, ja, ist das hier für uns uninteressant. Das die ersten Windmonster hier sind die Captain Hobo bzw. Small Hobo, bei denen wir leveln können. Danach geht es weiter zu den Card Puppet. Danach Garden of Rises zu den Basque, zu den normalen Basque. Die anderen beiden sind Wasser. Da muss man aufpassen, die Basque sind ranged. Also viele leider von den Windmonstern sind ranged, weil es immer die mittleren oder oft die mittleren Monster sind, die Wind sind. Aber auch das funktioniert, habe ich auch sehr viel Gameplay-Footage, wie man das ganz gut handeln kann. Ist alles nur eine Sache der Übung letztendlich. Dann haben wir hier Leanna. Und die sind wieder nicht unbedingt alle Fernkampf, nur die normalen. Also Small und Captain sind nicht Fernkampf. Dann die Steel Knights sind leider wieder die mittleren Wind, sind leider wieder Fernkampf. Dann hier drüben, die vergisst man aber so ein bisschen, die Monster hier drüben, dass man ja auch leveln kann. In der Ironblade-Höhle, die geben auch richtig gute XP, die Monster hier. Und die sind tatsächlich auch Wind, die Captain Rhizome, die alle Rhizome. Und die sind aber auch leider alle Fernkämpfer. Muss man ein bisschen aufpassen, die geben aber richtig gute XP. Und wenn ihr dann Level 60 erreicht habt,
müsst ihr leider noch bis Level 65 1v1 spielen, weil erst ab Level 65 entfaltet der Elementor sein volles Potenzial mit seinen AOE-Skills. Das heißt, bis 65 meine ich natürlich, muss man leider noch hier mit 1v1-Skills leveln. Das kann man weiterhin mit Hot Air machen, also hat bei mir ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Bei Captain Elderguard, bei den Garbage Spidern hier, normale Garbage Spider gehen tatsächlich auch. Weiterhin mit Hot Air Hit and Run. Alternativ sind auch die Nautrepi in Darkon 3 möglich. Allerdings sind die vom Level her noch ein bisschen höher, haben noch ein bisschen mehr HP. Also ob man da wirklich One-Shots hinbekommt, wird wahrscheinlich schwierig, vor allem ohne Power-Ups wahrscheinlich nahezu unmöglich. Alternativ kann man auch mit Firebird leveln. Ist auch ein sehr starker Skill, reicht in der Regel auch für 2 oder 3 Shots. Auch damit levelt man relativ schnell, ist auch okay. Und wenn wir dann Level 65 sind, wie geht es dann weiter? Dann müssen wir wieder zurück nach Darkon 2. Also ich finde die beiden Level-Spots bei den Siliaka und bei den Greymong auf jeden Fall nicht schlecht. Sind leider beide Wasser, das kann man aber in dem Levelbereich echt nicht ändern. Hier gibt es zwar Feuermonster, die Garbage Spider, aber die sind halt vom Level her leider 65 und 66. Das ist ein bisschen wenig, um da wirklich lange zu leveln. Also man könnte da Level 66 vielleicht machen. Ist auch ein ganz nicer Spawn bei den Garbage Spiders. Aber effektiv auf 70 oder sonst was kann man ja nicht wirklich leveln. Dafür sind die Monster einfach zu niedrig. Dann Crane haben ein ziemlich ätzendes Gebiet. Das ist auch noch etwas, was ich vorhin eigentlich vorwegnehmen wollte. Was man natürlich niemals vergessen darf bei allen Sachen, die wir uns jetzt angeguckt haben, in Bezug auf quasi welches Element haben die Monster, welches Element sollten die Monster haben und so weiter. Was man natürlich niemals vergessen darf ist, okay, ist natürlich nicht unwichtig, aber es spielt natürlich auch noch eine Rolle, na, was haben die Monster für eine Mobdichte? Was haben die Monster für ein Gebiet? Cranes zum Beispiel haben ein echt ätzendes Gebiet für Hit and Run, weil da sehr viele Hindernisse sind. Die Schienen, die Minenwagen, die Dreckhaufen. Also da ist so viel Zeug einfach. Ist einfach kein wirklich geiles Gebiet für Hit and Run. Abgesehen davon sind sie von den Elements her eh nicht so gut. Aber ja, auch solche Sachen muss man einfach immer noch mit einkalkulieren. Es geht quasi nicht immer nur darum, welches Element haben die Monster, sondern es spielt auch eine Rolle, also welche Killtime habe ich dort, sondern es spielt auch immer noch eine Rolle, Mobdichte und vielleicht das allgemeine Gebiet dort. Genau, aber ja, wie gesagt, also meine Empfehlungen hier in Darkon 2 wären Siliaka und Greymong. Die sind für uns neutral als Poison Cloud, Hit and Run Elementor oder Elementor, der sich vor allem auf Poison Cloud stützt. Genau. Dann Darkon 3 ist hier ganz cool. Die Boos, die haben ein relativ offenes Gebiet mit eigentlich keinen Hindernissen. Ist zwar ein bisschen nervig mit diesen Ebenen dort, da kann man auch mal hängen bleiben, aber ist eigentlich ein relativ offenes, cooles Gebiet. Geht auch hier bis Level 74, also hier kann man auch locker auf Level 70 leveln, theoretisch. Dann geht es weiter bei den Mushpoi, die sind leider wieder Wasser, also man merkt schon, irgendwie fehlen hier komplett die Feuermonster in dem Levelbereich zwischen 66 und 80 oder 85 oder ja, fast 90. Keine Ahnung warum, ist einfach so. Mushpoi-Irene, die gehen beide ganz gut. Irene sind auch Wind, also ist zwar ein bisschen schwierigeres Gebiet. Kann man auf jeden Fall den Run dort leveln, habe ich schon oft gemacht. Aber ist ein bisschen mehr challenging. Also Mushpoi ist das chilligere Gebiet, wo ein bisschen mehr offener mit mehr größeren Flächen ist. Genau, Vatanka finde ich jetzt nicht so interessant. Das Hit-and-Run-Elementor, die kann man eigentlich ganz gut skippen. Viel interessanter sind die Antiquary. Sind zwar vom Element Erde, also jetzt nicht unsere Top-Favoriten, aber sie haben einfach einen sehr guten Spawn, auch alles frei, kann man chillig leveln und kann man quasi als Sprungschanze nehmen, um dann zu Luya zu gehen. Also man sollte eigentlich, kann es auch einfach ausprobieren, so früh wie möglich zu Luya gehen. Also sobald man merkt, oder sobald man es ausprobiert hat und die Luya gehen down, sollte man sofort hingehen und da kann man dann noch richtig lange bleiben, weil die sind Feuer. Und hier haben wir zum ersten Mal diese Monster, die im Feuer sind, die wir richtig abfarmen können mit Poison Cloud. Und normalerweise schafft es jeder Elementor, der volles Link Attack hat, 40% Link Attack Damage und minimale Power-Ups, spätestens mit Level 85 und Achievement Level 3 bis 4 Luyas nur mit Poison Cloud zu one-shotten und dann geht's richtig ab, was die Levelgeschwindigkeit angeht. Also wenn ihr so eine 30er Luya AOE hinter euch herlaufen habt, ihr macht Poison Cloud die ganze Zeit rein und die Viecher sterben einfach nur, während sie euch hinterherlaufen, während ihr schon wieder die nächste AOE pullt. Das ist einfach ein hammergeiles Gefühl und ihr levelt dort richtig, richtig schnell. Die Monster, die danach kommen, Gongori Shohama, beide Blitz, also für uns uninteressant. Bei uns geht es dann direkt weiter mit Kern, die sind wieder Feuer. Back-to-back Feuer kann man hier quasi machen, ab Level 99. Also muss man halt wieder, wie gesagt, recht lange bei Luya bleiben, aber es kommt uns ja entgegen mit der hammergeilen Killtime, die man dort hat. Dann, wie gesagt, Kern. Danach Klarfan. Klarfan haben leider einen besseren Spawn als Kern. Das heißt, Kern haben zwar vom Element her wieder den Vorteil, aber Klarfan sind hier vom Spot her ein bisschen besser und Wind ist ja, wie gesagt, unser Zweitfavorit, also kann man auf jeden Fall gerne mitnehmen. Dann finde ich in der Wüste am interessantesten die Burniki. Die sind zwar Erde, aber haben halt auch einen hammergeilen Spawn eigentlich. Und danach die Popcrank. Warum die Popcrank?
hammergeiler Spawn, sehr offene Fläche, wenige Hindernisse und alle sind Feuer. Und dann geht es natürlich auch wieder richtig ab. Dann Asria. Medomet ist so ein bisschen umstritten. Medomets sind wohl die Monster mit einem der besten Spawns im Spiel. Also vor allem die Captain Medomets da oben. Brauche ich, glaube ich, keinem erklären, wie das da aussieht. Das ist quasi hier dieser untere Strich, die letzte Linie quasi, bevor es zu den Yetis rübergeht. Haben hammergeilen Spawn, keine Frage. Aber ich persönlich finde das Gebiet dort relativ ätzend. Wenn man nicht bei den Captains ist, hängen überall diese dämlichen Rohre rum. Also da bin ich schon das ein oder andere Mal verendet, weil ich aus Versehen irgend so ein Rohr angeklickt habe und dann einfach komplett woanders hingelaufen bin, als ich eigentlich hin wollte. Oder die Kameraführung hat sich plötzlich verändert, weil ein Rohr voll in die Kamera reingeragt hat. Oder ich springe in 5 Agros rein, weil die Monster so nah beieinander stehen und so viele Agros nebeneinander stehen. Also fand ich immer ein bisschen anstrengend dort zu leveln. Und der größte Nachteil ist halt tatsächlich, dass sie Blitz sind. Klar, die insane Mobdichte dort kann man gut argumentieren, dass das ein bisschen das wieder ausgleicht, dass sie Blitz sind. Allerdings sorgt es halt auch dafür, dass man sich nicht nur auf Poison Cloud verlassen kann, sondern muss die Medomet, vor allem bei großen AOEs, einfach runterklopfen. Und das ist meiner Meinung nach halt auch wieder nicht ganz so geil. Ich merke gerade, es ist ein bisschen abgeschnitten, aber naja, sie sind Blitz. Genau. Also Medomet kann man machen. Ich persönlich bin kein Fan von. Ich würde sie eher tatsächlich ein bisschen, also nicht überspringen, aber naja, nicht zu lange dort bleiben. Yetis finde ich wieder ganz cool, haben einen sehr offenen Spawn, also wirklich komplettes Gegenteil von Medomet. Medomet ist wirklich sehr beengend, mit sehr vielen Dingen, die man einfach beachten muss. Ja, man muss das Gebiet einfach so ein bisschen kennenlernen. Yetis haben eigentlich, egal wo du hingehst, überall komplett freie Flächen, keine Hindernisse, alles geil, also perfekt für Hit and Run kann man eigentlich sagen. Mobdichte nicht ganz so gut wie bei Medomet natürlich, keine Frage, aber dafür einfach ein viel angenehmeres Gebiet zum Hit and Run spielen, wo man sich nicht so abmühen muss. Sollte man aber auch nicht zu lange bleiben bei den Yetis, denn danach kommen die Augus mit Feuer. Das ist natürlich wieder unser Nonplusultra-Gebiet, also auch hier wieder gilt, man kann es einfach mal ausprobieren, wie viel Schaden macht man in Augus, ab Level, was weiß ich, 115, 116. Spätestens sollte man es auf jeden Fall mal probieren, dorthin zu gehen. Wenn man dann merkt, okay, equipment-technisch ist irgendwie nicht so gut oder was auch immer und es klappt noch nicht, dann kann man ja wieder zurück zu Yetis oder so. Aber grundsätzlich Augus sind Feuer, das heißt da so schnell wie möglich hin und da kann man dann auch wieder relativ lange bleiben, bis maximal theoretisch Level 125, 26. Wäre ein bisschen lange wahrscheinlich, aber auf jeden Fall bis in die 120er hinein. Genau, ja danach Ghost of the Emperor und Mammuts. Man hat da jetzt gar nicht so viel Auswahlmöglichkeit. Ich meine, du kannst nicht von Augus direkt nach Coral Island gehen. So funktioniert das nicht, weil das ein Sprung von 15 Leveln wären. Das funktioniert so nicht, also hier hat man gar keine Wahl mehr. Genau, das ist so dieses Gebiet, wo es dann langsam anfängt, irrelevant zu werden, was ich jetzt hier für eine Route empfehle, weil man hat keine großartige Wahl, was anders zu machen. Aber ein paar Sachen gibt es auf jeden Fall noch, die ich erwähnen möchte. Und zwar in Coral Island, im höchsten Levelgebiet im Spiel, Stand heute zumindest, ist es so, die Aatrox sind super schlecht, die würde ich komplett ignorieren. Sind erstens Blitz und vor allem die Small Aatrox sind ultra uninteressant für uns. Also sehr schlechtes Levelgebiet, also auch das Levelgebiet an sich ist auch grottenschlecht. Das ist wirklich super uninteressant für uns. Tiger sind sehr interessant, die haben einen sehr guten Spawn, ist zwar auch nicht so 100% freie Fläche, man sieht es auf der Karte hier, diese engeren Schluchten, aber es geht, es sieht auf der Karte schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Also man kann da eigentlich auch gut Hit and Run spielen, wenige Hindernisse, relativ freie Flächen und sind Wind, wieder unsere zweitbeste Wahl. Danach weiter zu den Nagas, also man kann jetzt nicht direkt von Tiger zu Naga, seht ihr selber schon, die höchsten Tiger 144, die niedrigsten Naga 151, also kann man schon, aber ist auch wieder so ein bisschen kritisch. Also man kann da durchaus zwischendurch auch mal zu den Crapper oder zu den Maris gehen. Bei den Maris ist es tatsächlich so, dass man hier auch einen sehr guten Level-Spot hat. Also vor allem hier in der Ecke ist ein extrem geiler Spawn, einer der besten Spawns im ganzen Spiel wahrscheinlich sogar. Kann man auf jeden Fall ganz gut nutzen. Tiger, Meryl und dann wie gesagt Naga ist auch wieder sehr interessant. Auch hammergeile Spawns, auch sehr gute Mobdichte. Sehr interessant. Und das ist dann eigentlich das Letzte, was man vor den Kraken noch so wirklich machen will. Also Hit-and-Run-Elemente bei Kingster ist eine absolute Katastrophe. Das Gebiet von den Kingstern ist Hölle für Hit-and-Run. Die Monster teleportieren sich durch alles durch. Super nerviges Gebiet. Alles voller Hindernisse. Todesunglücklich gelaufen, dass ausgerechnet die Feuer sind. Aber ist leider so. Und danach kommen halt nochmal Wasser- und Blitzmonster. Kann man zum Überbrücken nutzen, falls man jetzt nicht direkt von Naga zu den Kraken gehen kann. Vom Level her, also kann man noch ein bisschen bei den Oaken vielleicht Zeit verbringen, die sind zumindest Wasser, also Poison Cloud neutral. Und letztlich dann das Endziel hier ist dann tatsächlich die Krakenarmee.
die sind alle Feuer. Das ist wie, als hätte man sich's ausgedacht als Elementor. Hey, macht auch die höchsten Monster im Spiel Feuer. Und Gala sagt, yo, machen wir. Euch Elementoren geben wir die Feuermonster. Und genau das haben sie getan. Und es ist hammergeil, dass die wirklich Feuer sind. Und ja, das ist dann letztendlich, wie gesagt, unser Ende. Ja, ihr merkt schon, es gibt viele Faktoren, die man mit einbeziehen muss. Levelgebiet, Hindernisse, persönliche Präferenzen spielen eine riesige Rolle. Also ihr habt selber gesagt, ich habe gesagt, oder ich finde, oder ich denke, oder ich meine. Erstens, wie gesagt, alles meine Eindrücke. Aber ich wollte euch hier einfach mal eine Empfehlung aussprechen, was habe ich tatsächlich so in dem Umfang für Elementor tatsächlich noch nie getan. Wird ab und zu auch mal gefragt danach. Und wie gesagt, heute ging es vor allem darum, welche Elemente für uns interessant sind. Also ihr merkt schon, Blitzmonster habe ich eigentlich auch komplett rausgelassen. Warum auch? Da wollen wir nicht wirklich hingehen. Medomet ist eigentlich so wirklich die einzige Ausnahme, wo ich persönlich sagen würde, wenn man in dem Gebiet gerne ist, wenn einem das nicht stört, dass es alles so eng ist und wenn man da nicht die ganze Zeit stirbt, dann go for it von mir aus, kann man machen. Aber es sind eigentlich wirklich die einzigen, also Medomet sind wirklich die einzigen Monster, wo ich sage, da kann man es rechtfertigen, dass man längere Zeit bei Blitzmonstern ist, obwohl es, wie gesagt, der natürliche Gegner von Poison Cloud ist, wegen der Mobdichte. Aber das ist wirklich die einzige Ausnahme. Ansonsten Blitzmonster immer vermeiden, immer gucken, dass man zumindest zu neutralen Monstern geht und am besten Wind und Feuer. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Fly of the Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.